hier in Heilfingen ist für uns ein sehr, sehr besonderes. Zum einen, weil es sich natürlich um eine sehr, sehr schöne Dachfläche handelt, die mit unserer Schindel eingedeckt wird. Zum anderen aber auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass hier das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gewerke sehr gut funktioniert. Sprich die Zusammenarbeit zwischen dem regionalen Zimmerer und dem örtlichen Flaschner. Flaschner heißt es in Baden-Württemberg. Ja, und das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass dieses Zusammenspiel sehr gut klappt. Einfach runterdrücken, dass sie unten liegen. Was auch sehr, sehr gut hier funktioniert auf der Baustelle, ist die Begleitung durch unseren Lehrverleger, den Henry Göppert, und ja, auch die regelmäßige Begleitung dieser Baustelle durch unseren Fachberater, den Herrn Köhler, den hier Zuständigen in der Region. Oliver Schlamp, ich bin hier am Ort Zimmerei in Rotenburg-Heilfingen. Beim Objekt hier handelt es sich um ein früheres Bitumenschindeldach, wo nach 30 Jahre Zeit die Bitumen dann einfach langsam ihre Dichtigkeit verloren haben, sind abgeflattert im Wind. Und dann ging es im Vorfeld darum, was kommt als neue Eindeckung drauf. Es gab dann eine Ausschreibung, wo man die Alu-Dachschindel bevorzugt hat, wegen statische Gründe vom Dachstuhl, weil man dem Dachstuhl einfach nicht mehr Last zumuten wollte, wie es vorher war, und einfach eine haltbare Variante dann auch dabei haben wollte, und wo halt Resistenz ist gegen Umwelteinflüsse und Hagel auch, was zum Teil jetzt auch immer mehr eine große Rolle spielt, gerade mit den Unwettern, wo wir da hin. Und dann hatten wir das Glück, dass wir nach der Ausschreibung gut im Rennen lagen und dann als ortsansässiger Betrieb auch den Zuschlag gekriegt haben. Anfangs war es natürlich ein bisschen mit Bauchweh verbunden, weil man nicht wusste, wie man aus der Kalkulation rauskommt, weil das unser erstes Blechdach dann ist im Prinzip, oder Alu-Schindeldach, sagen wir so. Aber es hat sich dann sehr schnell ein gutes Team gebildet zwischen Hersteller Prefa und uns. Und auch mit dem Versprechen, dass wir dann einen Lehrverleger mit auf den Weg kriegen, wo uns dann die Kniffe und Tricks zeigt, sind wir dann einfach an die Sache herangegangen, und die Mitarbeiter macht Spaß, weil es einfach mal eine ganz andere Arbeit ist, ein anderes Betätigungsfeld, und auch man seinen Horizont wieder weiterbilden kann, sage ich jetzt einfach. Und hier am Ort haben wir dann auch einen Flaschner gefunden, weil wir intern in der Firma keinen Flaschner haben, wo uns dann praktisch die Kannteile macht, die Seitenteile, die Kehlbleche, wo uns das biegt, und das klappt wunderbar.